Unsere liebe Hannah hat ihn nach der Feier angerufen. Und jetzt kommt's. Die beiden haben sich verabredet. Ich liebe meinen Job. Soll ich den jetzt aufgeben, nur weil ich HIV-positiv bin? Es gibt wichtigere Dinge als Arbeit. Besondere Augenblicke, schöne Erlebnisse. Alles Dinge, die du irgendwann nicht mehr machen kannst, weil es dir dann zu schlecht geht. Ihr Name? Von Beinbach. Was ist damit? Tja, nichts, aber gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Bernd von Beinbach. Ich habe gedacht, ich sehe dich nie wieder. Davon habe ich immer geträumt. Dich noch einmal im Arm halten zu können. So wie damals, als wir geheiratet haben. Sie sind Martins Bruder? Ja. Dann sind Sie Seine Frau, ja. so ein Zufall. Sie sind mir vorhin schon im Schneiders aufgefallen, aber damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich nehme an, Martin hat Ihnen bereits erzählt, dass ich in Düsseldorf bin. Ja, hat er. Schon gut. Sie müssen nichts sagen. Ich weiß, wie Martin denkt. Und er hat recht. Ich bin wohl sowas wie das schwarze Schaf in der Familie. Martin ist es nicht leicht gefallen, das zu verarbeiten, was zwischen ihnen gewesen ist. Ja, deswegen kann er mir auch nicht verzeihen. Obwohl ich mir nichts sehnlicher wünsche als das. Oh. Sie haben noch Schmerzen? Ich rufe einen Arzt. Das ist nicht nötig. Wirklich nicht. Es ist schon vorbei. Sehen Sie? Geht doch. Dann darf ich Sie vielleicht zu einem Drink einladen. Als kleine Wiedergutmachung. Warum eigentlich nicht? Gern. Ich hab dich so vermisst. Ich habe dich auch vermisst, Fabian. Bitte, Hannah, vergiss diesen Namen ganz schnell wieder. Fabian gibt es nicht mehr. Es fällt mir aber schwer, dich David zu nennen. Fabian Weiland ist vor 7 Jahren ums Leben gekommen. Hörst du? Ja, Zeugenschutzprogramm, ich weiß. Niemand darf meine wahre Identität erfahren, sonst... Sind die Leute immer noch hinter dir her? Der Chef dieses Menschenhändlerrings hält mich für tot. Drastische Vorsichtsmaßnahme, das muss man ja sagen. Nach dem Prozess hat er sogar ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Und da war es nun mal von Vorteil, mich als Kronzeugen offiziell sterben zu lassen. Wieso bist du dann nach Deutschland zurückgekehrt? Im Ausland wärst du viel sicherer. Ich denke, nach 7 Jahren kann ich mich allmählich wieder in die Öffentlichkeit trauen. Außerdem muss der Musiker David McNeil noch mal Geld verdienen. Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, wenigstens den Vorteil hat meine neue Identität. Ich hoffe nicht, dass Sylvia weiß, wen sie da unter Vertrag genommen hat. Sylvia? Du kennst Frau Jones? Oh, warte mal. Ist das deine Schwester? Ich möchte aber nicht, dass sie auch nur irgendeine Verbindung zwischen uns entdeckt. Die weiß genauso wenig von uns wie irgendjemand sonst. Vielleicht haben Sie sich ja verhört? Mein Gehör funktioniert ausgezeichnet. Ich weiß genau, wo die beiden sich treffen wollten. Möglicherweise gibt es trotz des zeitgleichen Aufenthalts in Paris keine Verbindung zwischen den beiden, hm? Möglicherweise sollten Sie einfach gründlicher recherchieren, hm? So, worauf warten Sie noch? Hannah war verheiratet? Wieso haben Sie mich nicht gleich darauf hingewiesen? Ich dachte, Sie wüssten das längst. Das Denken überlassen Sie besser mir, ja. Gut, ich werde mal versuchen, mehr über McNeil herauszufinden. Sie konzentrieren sich jetzt erstmal auf diesen Fabian Weiland. Ich will alle Informationen, die Sie auftreiben können. Gut, wie Sie wünschen.
Auf Wiedersehen. Genau, und bei diesem Wiedersehen will ich handfeste Ergebnisse, ja? Ich habe dich ja schon lange nicht mehr hier gesehen. Wie geht's dir denn? Gut, bisschen viel Arbeit momentan. Und bei dir? Zum Glück ist der ganze Zirkus vorbei jetzt. Lorenz Unschuld ist bewiesen. Grüß ihn ganz lieb von mir, ja? Das mache ich. Und? Was meinst du zu meinem Vorschlag? Den könntest du bald in Italien genießen. Oder da, wo du schon immer mal hin wolltest. So einfach, wie du dir das vorstellst, ist das aber nicht. Ich kann hier nicht einfach abhauen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du solltest jetzt vor allem an dich denken. Ich bin es Henning schuldig, Avatex weiterzuführen. Und ich habe mein Label. Marie, du bist HIV-infiziert. Wenn alles gut geht, hast du noch ein paar Jahre zu leben. Wo ist die Verantwortung dir selbst gegenüber? Ich hätte ein schlechtes Gefühl, hier einfach alles im Stich zu lassen. Mach dir doch jetzt keinen unnötigen Druck. Du hast doch bestimmt einen Traum. Etwas, was du dir schon immer mal erfüllen wolltest. Ergreif die Gelegenheit, bevor es zu spät ist. Du wirst sehen, es wird niemand geben, der dafür kein Verständnis hat. Mit den besten Empfehlungen des Hauses. Danke, Angelo. Ja, herzlichen Dank. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich war damals noch so jung und viel zu naiv. Silvia hat mich gnadenlos für ihre Pläne ausgenutzt. Das passt zu ihr. Ihretwegen haben Martin und ich uns getrennt. Oh, Entschuldigung, wenn ich das gewusst hätte. Silvia ist kein Thema mehr. Für mich zählt nur noch die Zukunft. Tja, das würde ich auch gern von mir behaupten können. Solange dein Mann, solange ihr Mann mir nicht... Belassen wir es doch beim Du. Ich meine, immerhin sind wir doch noch verschwägert. Gern. Also, was wolltest du gerade sagen? Nur, dass Martin mir nach all den Jahren immer noch nicht verzeihen kann. Ausgerechnet Martin. Er hat wirklich kein Recht, jemanden moralisch zu verurteilen. Ich habe ihn damals so sehr verletzt, ich kann ihn schon verstehen. Tja. Oh, es ist schon spät. Ich habe morgen früh einen wichtigen Termin. Tja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, bitte lass. Bitte, ich bestehe darauf. Mein Knie tut schon gar nicht mehr weh. Echt? Du lebst in Australien? Schon seit damals, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe sogar eine kleine Farm. Australien. Das ist ja wirklich am anderen Ende der Welt. Trotzdem habe ich dich nie vergessen. Warum hast du mich damals nicht mitgenommen? Ich wäre doch bereit gewesen, mit dir ins Zeugenschutzprogramm zu gehen. Stattdessen hast du mir nur diesen lächerlichen Abschiedsbrief geschrieben. Ich hatte keine andere Wahl. Ach klar hattest du die. Du hast für mich mitbestimmt. Aber wir haben uns geliebt. Ich wäre überall mit dir hingegangen. Es ist mir unendlich schwer gefallen, dich zurückzulassen. Das ist keine Erklärung. Du hättest alles aufgeben müssen. Deine Freundin, dein ganzes bisheriges Leben. Ich hätte aber dich gehabt. Glaub mir, das war keine gute Zeit damals. Gerade am Anfang. Ich war immer nur auf der Flucht und ständig diese Angst im Rücken, dass sie mich erwischen können. Nein, unsere Liebe hätte das ausgehalten. Anna, ich habe dich viel zu sehr geliebt, um dir das zuzumuten. Du hast mich allein gelassen. Glaubst du, das war besser für mich? Guten Abend, Cecile. Hallo. Hast du auch ein Gläschen für mich? Ja, sicher. Nimm dir. Weißt du, wen ich heute kennengelernt habe? Einen Mann. Mhm. Aber nicht irgendein Mann. Martins Bruder. Oh, Also wenn du mich fragst, ist Martins Bild von Bernd vollkommen falsch. naja, dazu kann ich Wenn nichts du ihn sagen. kennengelernt hättest, du wärst genauso angetan von ihm gewesen wie ich. Ich habe ihn ganz zufällig getroffen.
Du, erzähl mir das morgen, ja? Ich bin todmüde, ich will ins Bett. Ja, natürlich. Gute Nacht. Schlaf gut. Wenn du willst, dann stelle ich ihn dir mal vor. Du wirst sehen, Bernd ist einer der charmantesten Männer, die du je kennengelernt hast. Du hast Bernd gesehen? Ja. Und im Gegensatz zu dir halte ich ihn für einen sehr sympathischen Menschen. Gute Nacht. Wir wollten auf die Kapverden. Und vorher nach Casablanca. Vielleicht wären wir auch auf Weltreise gegangen. Aber da sind wir uns noch nicht so sicher. Henning hat so viel zu tun. Und ich auch. Ihre Post. Danke, Christiane. Bitte. Guten Morgen. Guten Ich Morgen. hoffe, du bist schon fertig mit deinem Frühstück. Keine Sorge, meine Liebe. Ich möchte mich ja nicht in deine Belange einmischen. Dann tu es auch nicht. Ich will dich nur warnen. Meinem Bruder ist nicht zu trauen. Abgesehen davon, dass ich das nicht glaube, hätte er dann wenigstens eine Gemeinsamkeit mit dir. Ich habe ihn ganz zufällig kennengelernt. Bei Bernd gibt es keine Zufälle. Er hat das Treffen mit Sicherheit geplant. Warum sollte er? Ja, keine Ahnung, was er damit bezweckt. Aber irgendetwas bestimmt. Danke dir für deinen Hinweis. Aber ich kann ganz gut auf mich selber aufpassen. Du willst ihn wiedersehen? Mal sehen. Ach ja, hier. Eine Karte von Felix. Wenigstens das dürfte dich interessieren. Bernd von Weinbach. Für Sie. Danke, Christiane. Bernd? Guten Morgen. Aha. Oh. Und wann? Komm doch, wenn du magst. Alles klar. Bis dann. Ich freue mich. Ja, bis dann. Ciao. Das Gefühl erscheint mir bereits jetzt unerträglich, dich nie wieder sehen zu können. Aber ich habe mich schweren Herzens dazu entschlossen, weil es die einzige Lösung für uns beide ist. Ich kann nur hoffen, dass du meinen Schritt, wenn nicht jetzt, dann irgendwann akzeptieren kannst. Versuche mich zu vergessen und lebe dein Leben. In Gedanken werde ich immer bei dir sein. Ich liebe dich. Fabian. Guten Morgen. Morgen. Du siehst müde aus. Ich hatte Albträume. Lange halte ich das nicht mehr aus. Komm, lass mich mal machen. Ich gehe besser noch mal ins Bett. Dann mach das doch. Ich kann Florian nicht mehr in die Augen sehen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, ihn die ganze Zeit anzulügen. Doch, ich kann mir das vorstellen. Ja, ich war gerade in der Nähe und da dachte ich... Da dachtest du guckst mal, wie es deinem kleinen Mamchen so geht. Genau so ist es. Ja, mir geht's jedenfalls besser als das letzte Mal. Ich war ganz schön gereizt. Längst vergessen. Vielleicht hast du recht. Und ich arbeite tatsächlich zu viel. Ja, schön, dass du das auch so siehst. Die Frage ist nur,
willst doch was dran ändern. Ja, das habe ich tatsächlich vor. Entschuldigung, aber hier die Angebote sind gerade gekommen. Ah ja, danke. Sind wirklich gute dabei. Und du bist ganz schön neugierig. Ja, ich sehe schon, du hast zu tun. Nein, bleib hier. Du kannst mir vielleicht einen kleinen Rat geben. Ja, ich helfe dir gerne. Aber das sind ja Angebote von einem Reisebüro. Eben. Ich muss runter. Ablenkung wird mir gut tun. Bis gleich. Guten Morgen. Guten Morgen. Die wollte unbedingt zu dir. Danke, das ist aber lieb. Und? Wieder alles in Ordnung? Es tut mir leid, wenn ich in den letzten Tagen ein bisschen komisch drauf war. Wofür? Du warst doch nur müde. Jeder von uns hat mal einen Tag, an dem er Zeit für sich braucht. Ich wollte dir nur sagen, es hatte nichts mit dir zu tun. Davon gehe ich aus. Du weißt ja, du kannst mir alles sagen. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Wenn Sie meiner Schwägerin Bescheid sagen könnten, dass ich... Ach, da ist sie ja schon. Bernd, ist das nicht ein herrlicher Tag zum Ausreiten? Ja. Aber lass mich dich erst mal anschauen. Du siehst ja großartig aus. Danke. Hast du dich draußen schon etwas umgesehen? Die Führung würde ich gern dir überlassen. Ich kann doch hier nicht einfach so über das Gelände spazieren. Ja, aber warum denn nicht? Du bist doch mein Gast. Und was ist mit Martin? Wir leben in Scheidung. Na, so gesehen hast du natürlich recht. Und selbstverständlich bleibst du auch zum Essen. Also nur, wenn du nichts anderes vorhast. Aber gerne. Ich möchte nur den Familienfrieden nicht stören. Den hat Martin schon längst auf dem Gewissen. Also mach dir keine Gedanken. Ich kann hier einladen, wen ich möchte. Was ist? Kommst du? Guten Morgen, Martin. Oh mein Gott, du siehst furchtbar aus. Danke für das Kompliment. Normalerweise liebst du meine Offenheit. Wer setzt dir denn diesmal zu? Deine zukünftige Ex-Frau oder dein Bruder? Beide. Bernd betört Beatrice mit seinem schmierigen Charme und sie ist hin und weg. Da hat er genau den richtigen Moment abgepasst. Tja, dafür hat er schon immer ein Gespür. Aber das muss ich dir ja nicht erklären. Dann wird er jetzt wohl häufiger Gast auf Schönberg sein. Das würde dir gefallen, nicht wahr? Ehrlich gesagt ist mir das vollkommen gleichgültig. Sehr liebenswürdig von dir. Du entschuldigst mich? Ach, Martin, hast du die letzten Tage mit Marie gesprochen? Ja, eben erst. Sie plant eine Urlaubsreise. Ach, dann hat sie also eingesehen, dass sie ein bisschen Erholung gebrauchen kann. Sieht so aus. Und wo will sie Urlaub machen? Ich habe ihr verschiedene Vorschläge gemacht, sie war noch unentschlossen. Na, sie wird wissen, was ihr gut tut. Das denke ich auch. Hauptsache ist, sie spannt etwas aus. Ja? Marie, da möchte dich ein Herr Winkler sprechen. Komischer Kerl, sieht gar nicht aus wie ein Musiker. Das liegt vielleicht daran, dass Herr Winkler kein Musiker ist. Für ihn rein. Herr Winkler. Guten Tag, Herr Winkler. Guten Tag. Ist sonst noch was? Nein. Hier, Offenbar haben Sie alle Unterlagen schon zusammen. Ja, nur die von Avatex bekomme ich erst morgen. Setzen Sie sich doch. Über die wesentlichen Zusammenhänge haben Sie mich ja schon am Telefon informiert. Aber ich sage Ihnen gleich, wirklich gute Geschäftsführer zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja, zumal ich keine guten will, sondern nur die besten. Dessen bin ich mir bewusst. Und kommen Sie bitte nicht auf die Idee, irgendwelche Bewerber anzuschleppen, die nur das Personal kürzen wollen. Der Mitarbeiterstamm muss genauso bleiben, wie er ist, sowohl hier als auch bei Avatex. Ich denke, das wird sich machen lassen. Zumal beide Posten ja zeitlich begrenzt sind. Wie kommen Sie denn darauf?
Sie wollen die Leitung Ihrer Firmen etwa dauerhaft in andere Hände legen? Ja, so ist es. Ich habe vor, Düsseldorf für immer zu verlassen. Du bist Besitzer einer Diamantenmine? Das klingt aufregend. Das Diamantengeschäft ist viel weniger aufregend, als du vielleicht denkst. Im Grunde genommen sogar recht langweilig. Das glaube ich dir nicht. Christiane, Hallo? wir nehmen doch vor dem Essen noch ein Aperitif, oder? Ja, aber gern. Tolle Einrichtung. Das warst doch du. Danke. Weißt du was? Ich kann Martin gar nicht verstehen. Er müsste sich doch glücklich schätzen mit einer Frau wie dir. Bitte sehr. Ich kann dir gar nicht sagen, wie angenehm es ist, dass du mir so ganz ohne Vorurteile gegenübertrittst. Hallo Martin. Ich möchte, dass du sofort hier verschwindest. In meinem Haus hast du nichts zu suchen. In deinem Haus? Noch ist es unser Haus. Und Bernd ist mein Gast. Ach, da sind Sie ja endlich. Verzeihen Sie die Verspätung. Ich kann nur hoffen, dass es wenigstens mit Ihrem Auftrag zu tun hatte. Also, was haben Sie rausgekriegt? Nicht viel Neues, befürchte ich. Wie wollen Sie damit sagen, dass es keine Informationen über diesen Fabian Weiland gibt? Ganz im Gegenteil. Ich könnte Ihnen jede Einzelheit aus seinem Leben vorbeten. Aber? Er ist bereits vor 7 Jahren verstorben. Wie soll das heißen? Dass Ihre Schwester seit 7 Jahren Witwe ist, richtig. Und da sind Sie absolut sicher? Fabian Weiland war Polizist und ist im Einsatz gestorben. So wie steht fest. Daran gibt's auch keinen Zweifel. Das darf doch nie wahr sein. Und, wie geht's jetzt weiter? Zurück zu diesem David. Sie werden die Vergangenheit von Hannah und ihm so lange auf den Kopf stellen, bis ich jedes Detail kenne. Gut. Ganz wie Sie wünschen. Ich will endlich den Grund wissen, warum dieser McNeil ein Foto von Hannah bei sich aufbewahrt. Endlich, da bist du ja. Hallo, Fabian. David. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Schön, dich zu sehen. Hör mal, es ist zu gefährlich für dich hier in Deutschland. Geh zurück nach Australien, da bist du sicherer. Das ist mir momentan völlig egal. Solange ich bei dir sein kann. Wieso? Du hast doch gesagt, dass du... Ich weiß. Aber das Wiedersehen mit dir bedeutet mir alles. Mehr als dein Leben? Ja, Stellst du dir das vor? das weiß ich auch noch nicht. Ich weiß nur, dass ich dich liebe. Aber wir können doch nicht so tun, als sei die Zeit stehen geblieben. Als du mich damals gebeten hast, ein Leben ohne dich zu beginnen, da habe ich das auch getan. Ich habe damals sehr gelitten, weißt du. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich wieder neuen Beziehungen öffnen konnte. Ich habe mich verliebt. Ich bin glücklich. Hannah. Geh zurück nach Australien, bitte.